Warum wird im Bereich Jonastal und Ohrdruf Radioaktivität gemessen? Teilweise ist diese sehr stark erhöht und übersteigt den Grenzwert bei weitem. Resultiert die Strahlung auf darunterliegenden Atomreaktoren oder Apparaturen, die bei Betrieb Strahlung freisetzen? Als mein Kollege Tino von Struckmann vom Kanal Lost Battlefields diesen Ort besuchte, war die Strahlung sehr hoch. Wenige Wochen später war die Strahlung gänzlich verschwunden. Waren hier die sogenannten Wächter am Werk und haben die Strahlenquelle beseitigt oder gar die unterirdischen Tunnel geflutet? War hier ein Reaktor kurzfristig in Betrieb, der diese hohen Werte hervorgerufen hat? Warum hat die Bundeswehr die Grenze ihres Übungsplatzes verschoben, als sie ein Bauwerk fand, das wohl möglich als Zufahrt für LKWs diente? Was hat es mit den Aussagen über Wartungspersonal für die unterirdischen Anlagen auf sich, die zu Zeiten der sowjetischen Besatzung in den Tunnel eingesetzt waren? Liegt der Grund für die hohe Strahlung gar an verborgenen Atombomben, die aufgrund ihres Alters jetzt Strahlung freisetzen? Was wusste das Burgfräulein Claire Werner über die geheimen unterirdischen Anlagen? Konnte Fräulein Werner ihre Aussagen zu einer unterirdischen Anlage tätigen, weil sie in Kenntnis über ihre Existenz und Nutzung war? War Fräulein Werner für das Dritte Reich tätig und überwachte die Bauarbeiten? Keine bekannte Anlage passt auf die Beschreibung von Fräulein Werner. Sodass man von außen überhaupt nichts sah. Die anderen Eingänge haben auch solche falschen, also solche unvollkommenen. Doch welche Anlage hat sie hier beschrieben? Sicher nicht die Stollen im Jonastal. Ich habe mich mit dem US-Amerikaner Tino von Struckmann verabredet. Gemeinsam wollen wir den Ort der exorbitant erhöhten Strahlung aufsuchen. Doch was finden wir gemeinsam im radioaktiven Jonastal? So, ich bin jetzt mit meinem Freund Tino vom Kanal Lost Battlefields an der Stelle, wo er damals die hohe Strahlung gemessen hat. Tino, erzähl doch mal, was passiert. Ja, es war interessant. Erst will ich sagen, dass die Tage... Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut. Das ist sehr gut. Ich wohne in Amerika und wie in Dänemark erwachsen. So, Deutsch ist nicht ist meine dritte Sprache. So, ich versuche. Die Tag früher waren wir in Gottorf. Mir und meine Freunde da mit atomische Geräte hatte. Wir hatten alle diesen... Die Messgeräte habe ich gesehen, ja. Und wir hatten meine und eure, war alle dieselbe, alle war kalibriert, alle die so alles funktioniert. Wert, ja. 36. You're gonna keep growing, you're just gonna be 42. Okay, I'm just gonna leave it there then. Is that bad? What? 54. Microseconds. Yeah. Well, when your Geiger counter start flashing, is that bad? Should I worry that I'm sitting at this flashing Geiger counter with my testicles pointing towards whatever is setting it off? Is that a problem? Stand up. Oh my god. The testicles in great danger. Well, I don't have to. What do you got? Ooh. You got 7, 8. To show you, these are refined uranium pieces in the soil here. And refined, you can see it's not natural uranium because uranium 238 has a half-life of 4.4 billion years. And when this decays, thorium, protactinium, another uranium, thorium, radium, and so on. The soil, this is
I think this is the uranium. So when you put your Geiger counter on it, maybe you can measure it. Not all pieces show higher radiation, but maybe this piece. There's a lot of beta radiation, so sometimes it depends on which side you measure. Oh, that's higher. That's elevated. Yes, now it's crawling quite quickly, yeah. 91, 92, too. No, yes. Oh yeah, now it's... Kein Problem. Nächste Tag war ich hier. Ja. Freund von mir, ein alter Mann, er war Deutscher, er wohnt in Bolivien, in Südamerika, hatte mir geschrieben, dass du musst hier so suchen. Das sind etwas atomisch hier. Okay, ich bekomme viele Koordinate von vielen Leuten von der ganzen Welt. So, okay, ich habe Koordinate, geht hier, ich hatte meinen Geigerzähler, ich kam hier von die Stolle sind dahin. Und ich kam hier und dann fängt es an. Ich spreche zur Kamera. Von etwas anderes. Genau, und dann geht's los. Es war in meiner Jacke und ich denke nicht davon. Also ich glaube, dass es ein bisschen weiter war. Ja. Und ich gehe in die Kamera und dann ein Blip und noch eine Nordreine. Und wann ich die Nähe von dieser Stelle, dass ich kam, die mehr es war. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das doch? Das ist in meinem Pocket. And I said, this is all military territory. A little unnerving. My Geiger counter just went off. Holy shit. Holy shit. I mean, it's still within safe limits, but holy shit. Look at this. Fuck. I'm just walking here. 73. Holy Jesus, 105. I'm starting to the point, well, should I be here? Where the hell? I'm just walking here 400 meters from the tunnels. This is where they said there was supposed to be a hidden nuclear reactor. Look at this thing going. Und dann gehe ich rund und so, okay, das ist hoch. Ja. Viel hocher, als ich geglaubt das war. Und so, ich diesen Weg weniger, diesen Weg weniger, diesen Weg weniger. Und so hier in der Mitte, wenn ich hier kam, war es die höchste. Epizentrum hier und in der auch Mitte. In die kleine Hole da war es auch ein bisschen hoch. Und ich mache das 3-4 Mal mit Kamera auf. Ich mache das ab und dann noch auf. So, ich probiere, ob es ein Fehler war. Shit. Now this sign makes so much more sense now, doesn't it? There was a German physicist. Turn this off for a minute and turn it back on again. Well, I'm sorry, there's radiation here. And here's a road that looks like it. I'll just turn this thing back on again. And I am on a military grounds that says danger. Ich hatte es selber probiert, nochmal. Und ist dieselbe Resultat. Immer dasselbe Resultat. Immer dieselbe Resultat. Ja. Und da dachte ich, okay, das ist interessant. Ja. Das ist genau, wo er sagt, dass es war. Und dann, okay, die nächste Tag kam ich zurück, selbe Dinge, ohne Kamera, ich war nur spazieren. Ich war nur ein kleines Spazieren. Vielleicht. Ich wollte die Vogel sehen und ich hatte einen Vogel gesehen. So, und dann bist du da hinterhergegangen. Ich kenne das mit den Tieren, so weil die rennen einfach überall hin. Ja, probiert, funktioniert. Es war dieselbe. Dann habe ich ein kleines Teaser-Video gemacht. Ich mache diesen für YouTube und für Amazon und für andere. Und natürlich will ich gern erklären, was ich gefunden habe. So, ich möchte einen kleinen 5 Minuten Teaser heißt es in Englisch. Teaser, ja. Ich mache das ein paar Tage später, mache das auf Internet. So, ich war hier, das was ich gesehen habe, das ist
was ist das? Wir kommen zurück. So ruft alle meine Kompis an, mit alle die Garte, George Rebienski und mein Freund mit die atomische, technische, alles. So wir kommen hier drei Wochen später, 3 Wochen und ein paar Tage später, mit alles Instrumente, alles technisch. Ja. Wir kamen hier, nichts. Gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Und ich hatte, das ist unmöglich. Nicht unter 500. Ich habe Bilder davon gemacht, ich habe Video. Hier war es 400. Wann warst du da? Vor wie viel? 2 Wochen zurück. Ich habe halt alles mit Video gemacht. This is the dumbest, most impossible thing I've ever seen. Complete loss of any signature of anything on any counter. I was here 10 days ago. Even in the pit down the road. I don't get it. Und die gucken auch mal auf mir an und sagen, ja, dein Aggregat ist gebrochen. Ja, das muss es sein. Und Also man ging davon aus, dass ein technisches Problem bei dem Messgerät beim Tino vorlag, obwohl es den Tag davor noch funktioniert hatte. Ja. So, da ging man von aus. Und natürlich, Ja. wir sind alle diesen Leute und das ist nichts. Ja, genau. Und sagt, ja, so Video, wie steht hier mit Karma? Also, ich gucke auf mein Video. Ja. So, ja, okay. Und ich, zurück zum Hotel. Also, ich wollte was sehen, ob ich verrückt sind. Sind. Entschuldigung. Genau wie ich gesagt, weniger, höher. Weniger, höher. Ab, nochmal, weniger, höher. So funktioniert ein Fehler nicht. Richtig, so ist es doch nicht. Richtig. So, was es war, ich habe keine Ahnung. Und heute steht wie heute, da ist nichts. Also ich messe auch wieder 0,06, Ja. 0,05 Mikrosievert. Selbst wenn ich nach unten gehe und es mal hinlege, es tut sich nichts. Ja. Also 0,05, es ist alles weg. Also auch Ja. wieder, er hat was gefunden. Er geht davon aus, dass sein Detektor nicht defekt war oder eine falsche Messung rausgeworfen hat. Er hat das mehrfach überprüft. Es war da und kurz danach ist es halt nicht mehr da. Und jetzt geht man ja davon aus, dass hier wirklich unter der Erde was war. Also das ist keine Strahlung, die an der Oberfläche anliegt, die jetzt, dass hier einer was hingekippt hat und der Boden kontaminiert ist, sondern das soll Tiefenstrahlung sein, die wirklich aus den Stollen nach oben kommt. Und jetzt geht man halt davon aus, dass da kommen wieder diese Wächter ins Spiel oder die Leute, die sich immer noch darum kümmern, dieser Geheimbund, was auch immer das ist, dass sie unterirdisch hier rumgelaufen sind und haben diese Anlage bereinigt. Ob sie geflutet wurde mit Wasser, ob man es weggeschleppt hat, das sind halt Spekulationen. Ja, später hörte ich von verschiedenen Historikern und du auch, Ja. dass wir gehört, da hier ein unterirdische Stolle ist. Ja. Praktisch ja irgendwelche Verbindungen aufrechterhalten. Und es gibt die Behauptung, dass die diese Bunker vor alte deutsche Eingänge gebaut hätten. Und es gibt auch dazu eine Aussage von einem zivilen Bauarbeiter, der gesagt hat, hinter den Stollen, die vorne sind im Jonastal, würden 3 Stollen parallel zur Straße durchgehen. Also es könnte durchaus sein, das ist nicht auszuschließen. Ich hatte das Video von diesen gemacht hier und es war total. Wie ist das möglich? Oder einer hat das Video gesehen, ist hergefahren, hat gesucht, weg ist es. Und on and off, just to make sure. Und bist auch weggegangen, dann war es weniger, wieder hergekommen. Yeah, the closer I got to the ground, the higher it got. Ja, das kann sein, dass das vielleicht jemand erkannt hat, das Schild und das Schild und dann... This is the weirdest thing. Auf diesem Weg und hier unter die Kalte Krieg hatte die Russen hier Atomraketen. Ja, oder Raketen waren hier stationiert. Ja, Ja, und da aus Abfall, Abfall, hier da rein, rausgeschmissen. Aber Ja, aber dann, Ja, wenn das das so ist wäre das nicht. und man hier eine Bodenprobe nimmt, dann müsste Ja. der Boden kontaminiert sein. Das ist er hier Nee. aber nicht. Es gibt Nee. diese, so, es passt Ne? mit einem Stolle genau, unterirdisch, dass das von unten kam. wo die Genau. die wusste, dass hier war und die hat das gesehen. Also, okay, Müssen wir aufräumen. wegschmissen oder Genau. ja. Also entweder sie haben es verbracht, ich habe 2 Versionen gehört, man hat das weggeschleppt Ja. oder man hat hier diesen Bereich, der hier drunter ist, wie tief das ist, weiß ja keiner, geflutet mit Wasser. Ja. Und Wasser schirmt Strahlung ab.
das kennen wir. Und mein erster Gedanke war, oder Frucht war, dass die Wasserleitung zwischen die zwei Städte geht hier unterirdisch. Genau, Also richtig. die Da ist die Trasse. Ja, das geht so hier. das war ein bisschen okay. Das könnte ein Problem sein, ob hier etwas atomisch ist und die Trinkwasser hier ist. Ja, gerade bei diesen Werten von 800 Mikrosievert die Stunde. Ne? Genau, ja. Also das ist ja extrem hoch. Und dann habe ich gedacht, okay, sind da etwas in die Bäume? Sind da elektrische, das so wie ein Resultat fake machen? Ja, genau. Das ist doch hier nicht. ist nichts. Und das habe ich auch, I looked for that. Auf die Tag, wo ich die Resultate hatte, habe ich auch in die Hast du Bäume geguckt, und habe ich geguckt, das war mein erster Gedanke, oder muss das ein Fehler sein? Ja. Oder was ein falsches Resultat von etwas anderes. Aber ich sehe nichts. Ja. Und wenn ich sehe die Videos, von weil ich das gefunden habe und 3 Wochen später, alles ist dieselbe. Ja, alles Die gleich. Erde ist dieselbe, das nichts kein umgebuddelt, Licht irgendwas aufgebuddelt. nee, Ja, überhaupt von der nicht. Vegetation sieht man Ja. so, wenn ihr jetzt hier auf der Straße ein Loch buddelt, ja gut, das kann man gut tarnen, aber in so einer Wiese drin, also wenn da wirklich einer dran rumgeschafft hätte, dann hätte es da Anzeichen. Ja, und dann das hat's die, alles die nicht. Pflanzen war da und so da war nichts zu sehen. Aber es ist interessant. Und wenn wir weiß, wie viele unterirdische Stolle da hier ist, Ja. dann ist es nicht unmöglich. Nein. Und genau auch in diesen Bereichen sollen sich Stollenanlagen befinden tatsächlich. Also offiziell heißt natürlich, hier ist nichts, aber wenn man auf die alten Karten guckt oder sich mit anderen Experten unterhält, die sagen alle, hier in dem Bereich sind tatsächlich Stollenanlagen drunter. Also ist gar nicht so weit hergeholt. Es ist wie alles im Jonastal, es wirft mehr Fragen auf, als es Antworten liefert. Ja. Das sind diesen 2, 3 Stellen von dem Zweiten Weltkrieg. Ja. In Gusen, Genau, hier St. Georgen und an der in Gusen. Polen, Ja, Riese. in der Riese. Ja. Wo wir weiß nicht, was das passiert hat. Die Archive sind geschlossen. Richtig. Die Archive ist oder weg. Dokumente ist weg. Aber jetzt weiß wir weiß von so vielen, was heißt Witnesses, Augenzeugenberichte. Augenzeugenberichte. Wir weiß, da eine riesen Detonation hier war, Ja. von vielen Leuten. Wir weiß, dass die brennende Körper von diesen Explosionen gesehen hat. Wir weiß, wie gefunden, wann die Krieg Wir vorbei haben die war. Aussagen von den Arbeitern, dass sie hier gearbeitet Ja. haben, unter Ordruf und unter diesem ganzen Bereich. Ja. Darüber gibt es Geheimdienstberichte, militärische Geheimdienstberichte aus dem Krieg. Ja. Die sind nicht immer ganz genau, aber sie sind immer treffend irgendwo. Und die- nicht auf dem Meter genau, aber sie sind zutreffend. Und die Russen weiß das. Und in 1955 war da ein amerikanischer Rapport, ich glaube es 1955 war, dass die Amerikaner, natürlich dann war das Spionen, der Kalte Krieg und alles, wo die geschrieben, dass die Russen hatte die alte deutsche Zweite Weltkrieg Stollen aufgebaut, dass die Amerikaner haben gedacht, dass die Russen haben so viel mehr gebaut, Ja. dass die Berg eingestürzt ist, ja. Ja. Und das muss man wirklich viel. Da das muss man viel Erde bewegen. Ja. Für das nicht möglich. Das ist ein Rapport von 55, Ja. wo die Amerikaner das gesagt. Und die Russen hatten viele Rapporte. Und die letzte Kommandant, die Russen hier war, Ja. seine Worte zu die Wehrmachtkommandant. Ja, also Bundeswehr, als die Bundeswehr gegeben hat. Ja. Ja, ihr werdet euch noch wundern, wo die ganze Energie herkommt, richtig? Das meinst du? Genau. Ja, und so in dem Kontext, also nicht jetzt sinngemäß, oder ist es sinngemäß, aber nicht Zitat. aber genau so ist es. erinnerst du die Worte von die letzte russische Kommandant hier? Ja, hat er doch, genau, als er das an die Bundeswehr übergeben hat. Ja. Hat er doch gesagt, ihr werdet euch noch wundern, wo der Strom herkommt. Oh, genau das ist was es in Deutsch. Ja, das ist das, was in Deutsch ist. Ich weiß es nur in Englisch. Ja, nein, das ist das, was er auf Deutsch sagte tatsächlich. Ach so. Man wird sich noch wundern. Man muss wundern. So, und die Bundeswehr weiß von allen nichts. Ja. Aber wir schauen uns mal weiter um. Vielen Dank, Tino. Natürlich. Jetzt machen wir das alles in Englisch, ne? Ja, jetzt machen wir das alles nochmal in Englisch. Ja, Nächste genau. Woche in Französisch. Ja. Und danach müssen wir das in Thai machen. Sie, das ist ganz wichtig, dass wir alle diese Informationen in verschiedene Sprachen, in alle Länder, Ja, wir müssen Die jetzt müssen alles zusammenarbeiten. erklären, Wir ja. müssen jetzt alle zusammenarbeiten und das Ganze muss auch übersetzt werden, dass das die Welt halt auch mitkriegt. Es Ja. bringt nichts, wenn einer hier sein Süppchen kocht, einer hier und wenn die Leute, die das dokumentieren und Genau. die Ahnung haben, gegeneinander arbeiten und sagen, das habe aber ich entdeckt und dann kommt das Ego, das ist das Problem. Und Genau. die da oben, die freuen sich, weil wir zu keinem wirklichen Resultat kommen, weil wir uns selber bekämpfen. Doch wenn wir da zusammenhalten, Ja.
dann können wir wirklich, und die Zeit ist da, lange nach dem Krieg, diese Sachen wirklich aufzuarbeiten, weil hier geht es auch um Menschenleben. Ja. Viele wissen gar nicht, wo ihre Großeltern dann tatsächlich gestorben sind, ihr Leben gelassen haben, was die getan haben, weil sie auch nicht drüber geredet haben oder nicht mehr berichten konnten. Und es ist halt wichtig, dieses Wissen an die Welt weiterzugeben. Und so lange nach dem Krieg kann es einfach nicht mehr geheim sein. 77 Jahre, es ist genug. Es ist genug, ja. Und das ist die Interessante ist, wir sind, du hast deinen Kanal, ich habe meine, wir sind beide Historiker, wir schreiben Bücher und ich habe viele Leute, das sieht meine Dokumentar und du hast, das sieht deine, das schrieb uns, ich habe ein bisschen, mein Großvater war da, ich habe eine Karte, ich habe ein Bild, ich weiß es was, ich habe ein Koordinat und ich schicke mir diesen, weil sie sind alt, die kann nicht mehr lesen. Genau. Bitte untersuchen diesen für mich. Und das ist wichtig, das ist ein Grund dafür, warum ich hatte mein Programm anfangt. Um an diese Informationen zu kommen, ganz genau. So, wir sprechen davon und dann haben wir einen Dialog. Genau. Und die tödlichste ich gehört, dass das korrekt ist, die tödlichste ist, wenn ich habe Information, aber ihr müsst warten für mein Buch. Ja. Und ich höre das so oft. Ja. Hunderte und Tausende und aus Ja, da kommt das Ego wieder und Geld rausschlagen, das will man natürlich. Ein Buch. Ja, ich habe 4 alte Harleys-Projekte in meine Garage, aber ich weiß, es passiert nicht. Ja. Und das ist wirklich ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Wir sollten internationale jährliche Konferenzen machen, genau, wo wir alle unsere Sachen auf den Tisch legen und dann gemeinsam, er weiß was, ich weiß was und nur zusammen wird ein Puzzle oder wird ein Gesamtpuzzle drauf und wir müssen Teil für Teil zusammenfügen. So, und egal wer das ist, irgendwer hat immer mal irgendwas gehört oder kennt irgendwen, der sogar wo die Großeltern hier gearbeitet haben, man weiß es nicht, oder wer was mitgekriegt hat. Das schafft man nur, wenn man sich an einen Tisch setzt und einen gemeinsamen Nenner findet. Und was wir tun, hat nicht mit Geld zu tun, weil ich mache Filme und ich habe meine kleine Firma. Dafür mache ich Geld. Als Historiker schreibe Bücher. Man macht doch kein Geld für ein Buch zu schreiben von dem Zweiten Weltkrieg. Man macht da aber das kein ist Geld. Wichtig. Ja, das ist wichtig. Das ist Aufarbeitung der Geschichte. Das sind Historiker. So es sind keine kommerzielle Interesse. Genau. Aber für die Geschichte von der Welt und von dem Zweiten Weltkrieg und was wirklich passiert hatte und die Geschichte von der Technologie. Genau. Dafür muss wir mir sprechen. Ja. Weil die Technologie hatte den Krieg überlebt. Genau. Das hat das überdauert. Die Soldaten, die Kämpfer, die Häftlinge, viele haben nicht den Krieg überlebt. Genau. Aber die Technologie. Und was war das? Und wo ist es? Genau. Wo ist es hin? Ja. Viele Leute haben für diese Technologie gestorben. Genau. Warum? Genau. Und warum? Das ist warum. Dafür sind wir hier. Richtig, das ist es. Und wir müssen es gemeinsam angehen, gegeneinander arbeiten. Die Zeit ist vorbei, so lange nach dem Krieg. Das ist alles irgendwo noch mal geheim oder auch nicht geheim. Vieles ist an private Leute rangetreten worden oder rangeführt worden, aber sie reden nicht drüber. Und das muss jetzt vorbei sein. Ich denke mal, wir arbeiten auch in Zukunft eng miteinander und werden das auf jeden Fall austauschen und werden versuchen, das so anzustoßen, dass sich alle mal an einen Tisch setzen und dass wir wirklich zu einem wirklichen Ergebnis kommen und das dann auch wirklich vorlegen können und sagen, pass mal auf, das sind unsere Beweise, vielleicht habt ihr es ja nicht gewusst, aber dafür sagen wir euch das. Genau. Unter unseren Füßen wird ein großes, geheim gehaltenes Tunnelsystem vermutet. Laut Zeitzeugenaussagen befinden sich die Eingänge zu diesem unterirdischen Bauwerk exakt dort, wo die Sowjets die Bunker errichtet haben. In den vorherigen Reportagen bin ich auf diesen Bereich des Jonastals näher eingegangen. Dass bei Tino Struttmann die Messtechnik versagt hat, ist äußerst unwahrscheinlich, denn einen Tag zuvor konnte er Strahlung messen. Auch seine Begleiter und der Experte für radioaktive Strahlung und dessen Herkunft konnte eindeutig Strahlung messen und ihren Ursprung erklären. An der Grenze zu dem Truppenübungsplatz war die Strahlung bei dem ersten Besuch von Tino sehr hoch. Nach einiger Zeit konnte weder er noch seine Begleiter Strahlung wahrnehmen. Die Erklärung dahinter führt wieder auf die sogenannten Wächter zurück. Diese sollen nach Bekanntwerden der hohen Strahlung den unterirdischen Komplex bereinigt haben, sodass die Strahlung verschwunden ist. Ich habe mich über dieses Ereignis mit Leuten unterhalten, die seit langer Zeit sich mit dieser Thematik befassen. Ich hörte eine ganz andere und sehr interessante Variante. Zum Zeitpunkt des Besuches von Tino soll dort eine technische Anlage in Betrieb gewesen sein. Diese Anlage soll ein Reaktor sein,
der für kurze Zeit in Betrieb gewesen sei. Erklärt das die temporär auftretende Strahlung? Möglicherweise. Ich konnte bei einem Experten einen Blick auf eine Karte werfen, die eben an dieser Stelle einen großen unterirdischen Komplex zeigt. Auch wird immer wieder von Leuten berichtet, die zu Zeiten der Sowjets in der unterirdischen Anlage als Wartungspersonal eingesetzt waren. Sie berichten ebenfalls von riesigen, miteinander verbundenen Anlagen unter dem gesamten Gebiet. Sollte hier wirklich eine Apparatur eingeschaltet worden sein, die eine solch hohe Strahlung produziert? Laut den Aussagen meiner Kontaktperson ist diese Theorie sehr wahrscheinlich. Ich habe mich mit mehreren Experten in Sachen Jonastal unterhalten. Eines tauchte bei allen Gesprächspartnern unabhängig voneinander auf. Die Rede ist von Frauen. Die Frauen spielen eine Schlüsselrolle in der Akte Jonastal. Frauen wurden im Dritten Reich meistens als Sanitätspersonal oder im Bereich Fernmeldewesen und als Schreibkräfte eingesetzt. Niemand würde eine Frau als Kopf einer als geheime Reichssache eingestuftes Projekt vermuten. Eine Frau wird mehr wissen, als sie stets behauptet hat. Die Rede ist von Claire Werner. Sie soll als Burgfräulein der Waxenburg gearbeitet haben. Sie hat dort den Krieg und die Nachkriegszeit verbracht. Eine bessere Position, dieses Gebiet im Auge zu haben, gibt es kaum. Auch die Tarnung wäre genial. Selbst die Alliierten vermuteten nicht im geringsten, dass die Person Claire Werner weitaus mehr war als ein ordinäres Burgfräulein. Warum wusste Fräulein Werner von den unterirdischen Bauwerken im Gebiet Jonastal, wenn diese doch die strengste Geheimhaltungsstufe des Dritten Reiches hatte? Mir wurde ein interessanter Mitschnitt eines Interviews mit Claire Werner zugespielt. Der Felsen, die Jonastal-Felsen von Arnstedt her, der erste ausgebaute Eingang. Und das Interessante war, dass gar keine Treppe da war, sondern eine Ansatztreppe. Ich weiß nicht, wie es der Fachmann nennt. Also nur Horizontalbretter und kein Vertikalbrett. Die Trittbretter, aber hinten kein Brett. Und das konnte man wegnehmen. Gangstür von außen mit Stein verkleidet, sodass sie nicht sahen, dass das ein Eingang war. Und als wir aber hinkamen, der Ingenieur, der uns hingeführt hat, da war die Leiter. Der Ingenieur, der uns hineingeführt hat, dort gerät Fräulein Werner ins Stottern. Zuerst war sie nicht sicher, ob sie was Falsches in Bezug auf den Ingenieur gesagt hat. Dann war sie am Überlegen, ob sie den Namen des Ingenieurs nennt. Doch sie entschloss sich, nicht weiter auf den Ingenieur einzugehen und setzte das Interview fort. Leider nicht, also die Nottreppe, will ich mal sagen, war eingestellt, sodass wir vielleicht über 12, vielleicht schätzungsweise, Stufen rein konnten. Diese Notstufe hätte man sofort wegnehmen können, sodass man von außen überhaupt nichts sah. Die anderen Eingänge haben auch solche falschen, also solche unvollkommenen Treppen gehabt. Also nur Horizontalbretter und hinten kein, also nicht wie eine Treppe, sondern eben nur. Warum ist Fräulein Werner in Kenntnis über diesen und weitere Ein- bzw. Zugänge? Warum konnte sie so detailliert über diesen Zugang Auskunft geben? Angeblich soll Fräulein Werner nach dem Kriege von einem ausländischen Ingenieur in die Stollen 21 bis 25 geführt worden sein. Doch sind diese Stollen ebenfalls ebenerdig und sie sollen noch von der SS gesprengt worden sein. Warum genau soll Fräulein Werner in diese Stollen nach dem Krieg geführt worden sein? Sie soll sich des Öfteren in Widersprüche verwickelt haben. Wahrscheinlicher ist es doch, dass sie bereits aufgrund ihrer Tätigkeit für das Dritte Reich im Krieg in diese Anlagen geführt wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach war sie nicht auf der Seite der Stollen in den Anlagen, sondern auf der gegenüberliegenden Seite. Diese Seite wird von Insidern immer wieder als höchst interessant eingestuft. Hier sollen sich die meisten unterirdischen Systeme befinden, die weitaus tiefer liegen als vermutet. Hat Fräulein Werner falsche Aussagen getätigt und kam deswegen bei der Namensnennung des Ingenieurs ins Stottern?
Auffällig ist ihr Verhalten an dieser Stelle des Interviews allemal, da sie im gesamten Interview sehr klar und selbstbewusst redet. Der Informant, der mir diesen kleinen Teil des Interviews mit Fräulein Werner zugespielt hat, gab mir den anderen Teil per Schriftdokument. Fräulein Werner beschrieb das Innere der Anlage wie folgt. Zitat: Wenn man den Raum betrat, musste man durch 3 Türen. Die erste war mit Steinen verkleidet, sodass man von außen gar nichts sah. Die zweite war aus Eisen und die dritte aus Eichenholz. Die Türen hatten normale Breite. In dem Raum war es hell. Ich sah Tageslicht und links befand sich ein Fenster. Ich habe es zuerst für ein Fenster gehalten, aber man sah beim Durchblicken auf Fels. Dann erst habe ich bemerkt, dass es sich um eine in den Fels gehauene Nische handelte und sich oben eine Leuchtstoffröhre befand. Rechts befand sich ein Schreibtisch aus Eiche. Weiter hinten stand ein sehr fein gebauter blauer Kachelofen. Ich habe mich noch gewundert. Ja, komisch, wo geht denn der Rauch hin? Doch der Ingenieur sagte mir, dass dieser elektrisch betrieben wurde und die Versorgung erfolgte durch ein unterirdisches Kraftwerk. Außerdem waren weitere 3 Türen in diesem Zimmer. Zitat Ende. Fakt ist, sie hat nicht von den Stollen im Jonastal berichtet, denn diese hatten einen ebenerdigen Zugang. Auch passt die Beschreibung der Räumlichkeiten mit den 3 Türen und der Nische nicht zu den Beschreibungen und Vermessungen durch Herrn Kott. Entweder hat Herr Kott gelogen oder Fräulein Werner. Hier beschrieb sie eine ganz andere Anlage. Welche Position hat Fräulein Werner im Krieg wirklich bekleidet? Geht man nach ihrer Aussage, dann war sie Geheimnisträgerin und hatte sehr wahrscheinlich eine Schlüsselposition im Geheimprojekt. Ein Informant sagte mir, dass Fräulein Werner keinen geringeren als Doktor der Ingenieurswissenschaften und General der Waffen-SS Hans Kammler einmal gehörig zurechtgewiesen haben soll. Sollte dem so sein, war sie weitaus höher in der Hierarchie angesiedelt als Kammler. Nachprüfen lässt sich diese Aussage nicht. Inwieweit Fräulein Werner in den Plänen von Obersturmbannführer Kammler, Reichsführer SS Heinrich Himmler und weitere hochrangige Größen des Dritten Reiches über das neue Deutsche Reich ohne Führer Adolf Hitler und die Rettung des Nationalsozialismus involviert war, ist unklar. Auch der US-General und Befehlshaber der 3. US-Armee, George Patton, soll in die Pläne Kammlers eingeweiht gewesen sein und er soll daran teilgehabt haben. Ob er deswegen einem Unfall zum Opfer fiel und verstarb, ist unklar, aber dazu später mehr. So, jetzt sind wir an einem Schild, militärischer Sicherheitsbereich, hinter mir, in die Richtung. Und in die Richtung würde ich jetzt deuten. Man kann es nicht genau sagen, es ist ein bisschen komisch beschildert hier, das militärische Gelände. Kurios ist, dass dieses Schild vor 10, 12 Jahren ungefähr, genau, wollte sich da mein Informant nicht festlegen. Also es ist definitiv 10 Jahre wahrscheinlich aufwärts her. Da standen die Schilder noch weiter in die Richtung. Ne? Da war hiervon noch gar nicht auszugehen. Man hat diese Schilder versetzt. Warum versetzt man einfach die Grenze vom Truppenübungsplatz? Schauen wir uns mal an. So, jetzt sind wir an diesem besagten Objekt. Ich kann es nicht zuordnen, ob es Truppenübungsplatz oder nicht. Ich gehe davon aus, es ist eigentlich nicht Truppenübungsplatz, weil die Schilder nicht in diese Richtung zeigen. Deswegen bin ich einfach mal betreten. Ich bin auch nur 10 Meter gelaufen. Hinter mir soll sich der Eingang befinden zu einer unterirdischen Anlage. Das ist eine sogenannte LKW-Einfahrt. Ihr habt links und rechts da wirklich diesen Stahlbeton und mein Informant war vor 10 Jahren, als das entdeckt wurde, hier. Da hat man hier Erdarbeiten vorgenommen und hat kurzerhand die Grenze vom Truppenübungsplatz in die andere Richtung verlegt. Aber für mich, wie gesagt, so undeutlich, dass ich es nicht deuten kann. Und hier sollen angeblich im Krieg eine Einfahrt gewesen sein, die wirklich in den unterirdischen Teil unter dem Truppenübungsplatz Ohrdruf hineinführte. Von den Ausmaßen her passt das tatsächlich. Also es ist alter Stahlbeton, es ist deutscher Stahlbeton, was man mir versichert hat, was ich auch auf den Fotos gesehen habe. Und das Interessante, bei Erdarbeiten, da hatte ich hatte mich mit jemandem unterhalten, der bei mehreren Erdarbeiten hier in der obersten Etage saß, hatte genau eine identische Anlage freigelegt. Sie sah genauso aus. Links und rechts Stahlbeton, oben ein Sturz und die war mit Kies verfüllt. Und die Baufirma wollte den Kies ausbeuten. Sie wollten den haben und fing da an zu graben. Und das hat er mitgekriegt, also mit schwerem Gerät, wirklich mit Bagger. Und das hatte er mitgekriegt und er hat dann
diese, oder seine Abteilung hat es mitgekriegt und seine Abteilung oder diese übergeordnete Stelle hat dann festgelegt, dass die Arbeiten sofort eingestellt werden müssen an diesem Objekt und dass man es weiterhin zuschüttet. Man hat es dann mit Erde überdeckt. So, das würde man auch nicht machen, wenn es nichts ist. Und wenn man dann natürlich Kies ausbeuten kann, dann ist das natürlich noch doppelt gut. Es spart Kosten und das ist Zeug, was eh keiner mehr braucht und darum liegt. So, da ist die linke Grenze. Ja, da müsste Stahlbeton sein. Hier drunter müsste der Sturz sein. Und das ist die rechte Grenze. So, und wenn ihr euch das anguckt, das ist jetzt 10 Jahre her. Es ist komplett bewuchert, bewaldet. So, und die Russen haben es damals schon nicht entdeckt. Wie soll man denn tatsächlich nach 60, 70 Jahren diese Eingänge noch finden, wenn sie damals schon von der Wehrmacht oder von der SS getarnt wurden? Also laut meinen Informationen oder den Informationen meines Informanten hat hier damals, das hat weder die sowjetische, also die Rote Armee gefunden und der Amerikaner hatte überhaupt gar nicht die Zeit. Das ist irgendwann, ja, nach Übernahme der Bundeswehr tatsächlich dann mal gefunden worden. Und so sieht das Ganze aus. Wie ihr sehen könnt, ihr seht hier nichts. Und nach oben hin ist auch gar nichts zu sehen. Es ist einfach nur bewuchert. Und hier wäre es mal interessant, eine Bodenradarmessung durchzuführen, um zu gucken, ist hier wirklich was drunter oder nicht. Wie gesagt, es geht in die Richtung rein. Das heißt, hinten müsste dann irgendwas sein. Erst die Bundeswehr hat diesen Zugang gefunden und hat ihn durch Pioniere freigelegt und dann mit Erde aufgefüllt. Warum wusste die Bundeswehr von diesen Zugängen? Warum hat sie dort Pionieren den Auftrag erteilt, Arbeiten durchzuführen und die Grenze des Truppenübungsplatzes zu verschieben? Ich habe mich mit einem Arbeiter, der auf dem Gelände der Polte 2 Aufräumarbeiten durchgeführt hatte, unterhalten. Er berichtete mir von einem merkwürdigen Betonfundament. Er konnte es nicht deuten. Da in diesem Fundament Kies gefunden wurde, wollte die Baufirma diesen ausbeuten. Ich habe ihn das Fundament, wie er es nannte, näher beschreiben lassen. Er beschrieb exakt das auf den Bildern zu sehende Bauwerk. Als ich ihm die Bilder zeigte, sagte er, Zitat, das ist genau das, was ich damals gesehen habe, nur die Umgebung passt nicht. Zitat Ende. Ich erklärte ihm, dass sich dieses Bauwerk in der Nähe zum Jonastal befindet. Merkwürdig fand er das Verhalten der Bauleitung und die Anweisung, das Bauwerk mit Erde zu verschließen. Auf dem Gelände der Polte 2 waren viele merkwürdige Ereignisse zum Zeitpunkt der Errichtung des Industriegebietes. Ich zeigte meinem Kollegen Tino diesen Ort. Nee, hier. Hier. So, und die haben die Schilder, da ist eins und links ist eins. Das haben die so ein bisschen nach links verlegt. Das war vorher woanders. Das war vorher die. Genau, das war weiter dahin. Da war nur Truppenübungsplatz. Da war gar kein Übungsplatz. Jetzt ist da Übungsplatz, nachdem sie das gefunden haben. Die Bundeswehr hat gar nichts gesagt. Ah. Die hat nur die Grenze verlegt und hat hier mit einem Pioniertrupp gebuddelt. Ne, die haben gar nichts gesagt. Genau da. So, ob wir ein GPA hatte, dann wollen wir das wissen. Ja. Ja, da brauchst du nur hier, so müsste es reingegangen sein und den Bereich brauchst du einfach nur und darunter müsstest du Hohlräume finden. Und in der Bild war da doch Zement hier. Ja, genau. Ja. Das ist jetzt überlappt. Zement ist immer noch da. Der ist da in dem Bereich, wo die Bäume jetzt wachsen. Da war man sieht nichts mehr. Nein. Wir gehen mal hin. Guck's dir selber mal an. Ich war ja auch da. Hier ist der Zement drunter. Ne, und da siehst du noch so ein bisschen scharfe Kante. Ja. So ein ganz bisschen. Und da müsste das drunter sein. And this little hill really was packed up all of a sudden. It wasn't always like this. They just made this. Yes. What year? When? 12, 15 years. 12, 15 For years ago. 12, 15 years, yeah. For trucks. Drive inside the underground installations. And it's just interesting that it just got covered up. There's pictures of the entrance. There's nothing to see here today. You can't see any signs of it, but one day we'll bring a GPR here. Yeah. And then we'll take a look and then we'll know. Ja. Hier drunter ist das dann alles gewesen. Also, ne, hier ist Stahlbeton und hier lag so ein Stück Schiene und so ein Metallrad und sowas. Ne? Ja, und du siehst, jetzt ist alles bewachsen. Man sieht nichts mehr. Das ist 15 Jahre her ungefähr. What is so amazing, this is only 10, 15 years ago this was covered up, which means it's
it's within memory. And the nature has covered it up completely. There's practically nothing to see here. And that is one of the problems we have throughout this entire area. It doesn't take much if you have government, military assets to destroy something, cover it up, make it into a nature preserve, a heritage site, protect it for the bats, and there's no way you can actually get to look. But everybody here, you have stories from soldiers that were serving here, Russians, Germans, everybody have seen the underground tunnels. So many people, so many witnesses that, of course, don't want to be in front of a camera talking about it. A couple of hundred or a couple of thousand historians apparently are not enough. The stories are not enough, the witnesses are not enough, the documents that has come out is not enough. Ja, ich sag das mal kurz auf Deutsch. Ja. Aber was wir hier finden, also selbst wenn man hier was findet, weil die Unterlagen immer noch als geheim eingestuft sind und nicht da sind, wird die Regierung alles abstreiten und sagen, ja, das haben da irgendwer, das sind Hobby-Schatzsucher, das sind Hobby-Filmemacher, das sind Leute, die irgendwas gehört haben und die sind wirr. Und die sagen dann auch, nee, hier ist nichts. Die können es abstreiten, weil wir keine Beweise haben. Hätten wir wirkliche Dokumente, also würde die russische Archive komplett öffnen für uns und die US-amerikanischen Archive, dann könnten wir sagen, so, hier ist was und hier wollen wir gucken. Ja. Und solange wir das nicht haben, können wir hier messen, wie wir wollen. Wir werden nicht reinkommen, wir werden keine Genehmigung kriegen und sie werden alles abstreiten. Das ist das Problem damit. Ja. That's the reason why. Durch die beiden Schilder, siehst du die beiden Schilder? Ja. Die waren vorher nicht da. Da war hier die Grenze so. So, und die beiden Schilder, die hat man einfach nach vorne gelegt. Du findest auch nur die beiden Schilder, keine anderen Schilder mehr. Ja. So, I'm curious. I saw your last episode and you talked about some Israeli excavation here. Yeah. What is that all about? And I guess you probably want to say this in German, so... Ja, das ist interessant. Also das befindet sich in die Richtung, richtig, Gossel? Oder, nee, so... Da? Echt? So ist das? Also das ist ein Hochplateau von Gossel. Das ist die Stadt. Das nennt sich die Höllenköpfe. Und da kam eine israelische Privatstiftung. Da sind 2 Männer vorstellig geworden. Wenn man mit den Anwohnern und Experten spricht, dann berichten sie immer von einem dicken Stromkabel, welches in die Tiefen des Übungsplatzes führt. Auch der sowjetische Kommandant soll zu seinen deutschen Kameraden gesagt haben, ihr werdet euch noch wundern, wo die Energie herkommt. Ich machte einen Augenzeugen ausfindig, der damals mit dem Bau der Jonastalstraße beauftragt war. Er hatte ein höchst mysteriöses Ereignis bei dem Bau dieser Straße miterlebt. Die Straße sollte ursprünglich komplett erneuert und verbreitert werden. Der Bau begann von Arnstadt aus. Als die Arbeiten an der ersten Kurve zum Jonastal ankamen, hat ein Bagger dort ein Kabel aus dem Erdreich gerissen und stark beschädigt. Auf der Karte, die die Arbeiter hatten, waren alle Kabel und Leitungen verzeichnet, um keine wichtige Versorgungsleitung versehentlich zu beschädigen. Dieses Kabel allerdings war nicht verzeichnet. Die Bauleitung meldete den Vorfall den Versorgungsbetrieben. Der Augenzeuge war stark verwundert, als nicht wie gewöhnlich ein Fahrzeug mit 2 Technikern erschien, um das Kabel zu reparieren. Eine ganze Schar von Anzugträgern mit Warnwesten tauchten auf. Als die Bauleitung weitere Informationen erbat, wurde von der anderen Seite gesagt, das Kabel sei alt und deswegen nicht verzeichnet. Auch würde kein Strom dort geführt werden. Als mein Augenzeuge seinem Gegenüber sagte, dass das Kabel sehr wohl unter Strom gestanden habe, wiegelte die Person ab und sagte, dass es nicht wichtig sei, kein Strom auf der Leitung sei und dass man es trotzdem reparieren würde. Zudem bat man um Stillschweigen seitens der Arbeiter. Hatte der Bagger hier ein Kabel, welches aus dem unterirdischen Kraftwerk unter Ohrdruf führte, welches von Fräulein Werner und dem sowjetischen Kommandanten erwähnt wurde, versehentlich beschädigt? Wenn man das auffällige Verhalten der in Anzug erschienenen Person deutet, dann hat dieses Kabel wohl mehr zu bieten, als die Person den Arbeitern weismachen wollte. Der Augenzeuge erinnert sich weiter. Nach diesem Vorfall wurde der ursprüngliche Plan, die Straße zu erneuern und zu verbreitern, verworfen. Lediglich Asphalt oder Bitumen wurde auf dem alten Kopfsteinpflaster verbaut. Die Straße ist nach wie vor in ihrer Originalbreite wie vor über 100 Jahren. Weiß man von weiteren Kabeln oder unterirdischen Anlagen neben oder unter der Straße und wurde deswegen der Bauplan verworfen? Merkwürdig ist dieser Vorfall allemal und es steckt mehr dahinter, als man vermutet. Es geht spannend weiter. Ich machte einen anderen Augenzeugen ausfindig, der dabei war, als man gleich mehrere Anlagen versehentlich öffnete.
Zudem habe ich mich mit einem Experten über die unter dem Truppenübungsplatz befindlichen Anlagen gesprochen und konnte einen Blick auf eine Karte einer Behörde werfen. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt, auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.